Hallo. Hallo. Wir sind's, die Piranhas. Also 2 davon. Und wir machen Computerspiele. Genau. Ja. Was machen wir denn da? Wir jetzt? Ja, du nicht. Also, Zeugs. genau. Wir sind maßgeblich im Story- und Game-Design. Genau. Und darum geht's hier. Story versus Game Design. Story, was ist das? Kurz, Story ist die Geschichte, die erzählt wird, und Gameplay oder Game Design, also was mit Gameplay zu tun hat, das Game Design designt das Gameplay. So, ne? Ist das, was man im Spiel alles machen kann. Ne? Das heißt, Features, Zeugs, spielerische Elemente, so, ne? Und ja. Aber was ist denn jetzt wichtiger? Ist das wichtiger Story oder ist das Game Design oder was? Oder so, ne? Tja, Da scheiden sich die Geister. Genau. Und darum haben wir weniger als 100 Leute gefragt, ja. Was ist dir denn wichtiger? Gutes Gameplay oder die Story? Und wo ist der Unterschied? Und die haben Folgendes gesagt. Naja, ich meine, was bringt, dass man ein Spiel super spielen kann, wenn aber nichts dahinter ist? Also irgendwie, es sollte schon Sinn haben und dafür braucht man einfach eine Story, meiner Meinung nach. Das ist jetzt eine gute Frage, weil das kommt auch drauf an, was es für ein Spiel ist. Bei MMOs und Loot-Shootern und so würde ich sagen Gameplay. Finde ich ganz wichtig. Also auch wenn, dass da gute Rätselmechaniken drin oder neue Ideen dabei sind. Klar, dass man auch immer neue Story dazu kriegt und so, aber man macht ja doch viel mit anderen. Dadurch geht immer Story unter. Da gibt es keine kurze Antwort drauf, nachdem darüber ja jahrelang gestritten wurde. Beides ist wichtig. Und es kommt immer darauf an, was für ein Genre habe ich eigentlich. Es gibt Spiele, die kommen ganz gut ohne Story aus, also zumal einer tiefer gehenden Story. Und es gibt andere Spiele, Point-and-Click-Adventure, da geht es nur um die Story. Oder auch überhaupt Storytelling Games, Roleplaying und so weiter. Das sind keine 2 Enden oder keine 2 Seiten einer Medaille, sondern es gehört zusammen symbiotisch. Und mal ist der Fokus eher auf dem Storytelling, mal eher auf dem Gameplay. Und idealerweise befruchten sie sich gegenseitig. Bei Rollenspielen finde ich zum Beispiel wichtiger oder bei Singleplayer-Spielen, da finde ich dann die Story doch um einiges wichtiger. Also da macht gerade das auch viel aus. Ach, ich meine, klar, wie gesagt, Bälle abschließen ist auch ein netter Zeitvertreib, aber wenn ich wirklich was tiefergehendes haben will, dann brauche ich eine Story dabei. Ich glaube eher eine gute Story, weil ein schlechtes Gameplay kann ich noch eher verzeihen. Also wenn man halt irgendwie nicht richtig steuern kann, wenn das Inventar ganz komisch verklüttelt ist und voll mit Kram, keine Übersicht und nichts, kann ich drüber hinwegsehen. Wenn die Story nicht stimmt, dann bin ich raus aus dem Spiel und habe keinen Bock mehr zu spielen. Also dann, ja, lieber die gute Story. Mir ist auf jeden Fall das Gameplay wichtiger, weil die Story kann ich zur Not auch wegdrücken. Also tut mir auch wirklich leid, das jetzt zu sagen, aber ein Kollege von mir, der hat auch früher immer gesagt, Story habe ich noch nie gelesen, ich drücke das immer weg. Und dann habe ich gesagt, was, du spinnst doch, die ist doch total wichtig. Aber tatsächlich, inzwischen geht es mir manchmal auch so, dass ich Sachen einfach wegdrücke von der Story, weil eine Story im Spiel oft leider, man muss es sagen, nicht so gut präsentiert ist oder so kompakt präsentiert ist wie jetzt in einem Film oder einem Buch. Und sie steht deswegen für mich immer ein bisschen zurück und ich genieße einfach das Gameplay. Storytelling ist mir wichtiger als Gameplay. Und der Unterschied ist, Gameplay ist für mich, wie sich die Figur bewegt. Bewegt sie sich sehr steif oder sehr agil, flüssig, beweglich, animiert? Wie ist das Kampfsystem? Ist es sehr statisch oder ist es sehr movementlastig etc. pp. Das ist für mich so das Gameplay, was in vielen Games wichtig ist, aber es ist nicht für mich ausschlaggebend, wenn ich so ein Story-Game spiele. Für mich ist wichtig, wie die Story erzählt wird. Ist das Gameplay nicht gut, kann mir auch eine Story wenig geben. Ich kenne jetzt kaum ein Spiel, das ein schlechtes Gameplay hätte und eine gute Story und das mir am Ende gefallen hätte. Insofern Gameplay, Gameplay, Gameplay. Im Rollenspiel ist es wichtig, dass man sich wirklich mit dem Charakter
verbünden kann, sich so reinleben kann, dass man die ganzen Charaktere, die ringsrum gebaut werden und die ganzen Städte und Gebiete wirklich lebt und fühlt und auch wirklich mitbekommt, was dort ist. Und das geht nur über Storytelling. Und das ist eigentlich das A und O für den Game. Tja. Ist mal wieder so ein Thema, ne, wo man sagen kann, ja, beides natürlich. Ja, ne? Ist beides wichtig. Ja. Aber kommt auch ein bisschen drauf an, was ist das denn für ein Spiel? Also ohne Game Design gibt's kein Spiel, ne? Aber nur Story schon. Ohne Game Design? Ja, also, nee. Ja, du kannst einen Film gucken. Genau. Das ist aber kein Spiel. Das heißt, du musst an der passenden Stelle X drücken, ist ja auch schon ein Spiel, oder? Ja, schon, aber schon, das ist auch schon Game Design. Also Ja. komm ich nicht ganz drum rum. Nee. Ne? Muss immer ein bisschen, aber ich kann ein Spiel machen ohne Story. Du kannst ein Spiel machen ohne Story. Ja. Okay. Wollen wir mal analysieren. Also gibt's denn reine Gameplay-Spiele ohne Story? Das war jetzt eine gewagte These. Und ja, wir gucken mal rein, was ich hier so zusammengekramt habe. Ne? Candy Crush. Hat keine Story, oder? Oder wie dieses Spiel von Amaya, von unserer Tochter so. Da schreit ständig irgendeiner und du musst immer irgendwelche mit Ninja-Dingsbums, irgendwelche. Da könnte man ja ganz Mopeds kaputt rudimentär machen. sagen, da geht's wenigstens ums Spaß. du hast zumindest Figürchen oder Ja. sowas, ne? Ich meine, du kannst ja etwas vielleicht auch noch Trockeneres nehmen, zum Beispiel sowas wie Sudoku, ja? Mhm. Das ist ein reines Rechenspiel Hat auch keine Story. und auch keine Story. So Nee. richtig, ne? Aber man kann sie in Story verpacken. Kann man machen, ja. Haben die bei Mass Effect Andromeda ja gemacht. Das heißt, die haben da Sudoku-Spiele reingemacht. Ja, vor also allen Dingen- Minigames. Entweder das, also Minigames wäre eine Variante, kleinere Spielchen in etwas Größeres zu verpacken. Andersrum geht's aber auch. Gerade sowas wie Candy Crush kann man auch super in eine Story packen. Du hattest mehrere von diesen Dingern rausgekramt. Ja. Das erste war, glaube ich, Ich habe hier stehen. Aha. Also, Gunspell ist eins. Das ist ein Match-3-Spiel. So, ja. Und das hat auch eine Story. Also im Grunde genommen kämpfst du immer gegen irgendwelche Monster. Und zwar auf einem runden, ne, da sind so Gems und Totenköpfe, hier Mannequins, ne, und die musst du dann zusammen machen. Und wenn du 3 in einer Reihe hast, dann machst du Schaden beim anderen. Das ist das Gameplay im Wesentlichen. Gyromancer war auch. Gyromancer, jo, ne, da musst du halt auch und, ne, hier. Ja, hat eine Story. Eindeutig. Ist jetzt auch, ne, ist nett, klar, ist cool. Also du weißt zumindest, warum du es machst. Und es ist spannend, dann irgendwie mal weiterzukommen. Oder? Also reines Gameplay, gucken wir mal. Homescape habe ich gespielt. Letztens noch. Ne? Das hat auch eine Story. Das heißt, da ist hier der Alfred, oder wie der heißt, keine Ahnung, der seine Bude aufbauen muss und machen tun und so weiter. Natürlich musst du dann irgendwann, weil es zu schwer wird, immer wieder Geld, ne, und so. Ist halt so, wenn du Spaß dran hast, das ist super, aber hat eine Story. Ne? Ist nicht nur Gameplay. Da finde ich sogar, steht der Story das Gameplay ein bisschen im Wege. Weil eigentlich möchte man gerne wissen, wie es weitergeht, das Spiel lässt einen aber nicht. Das ist dann auch mies, ne? Also man muss dann irgendwie die Bude vorbereiten, weil die Eltern von mir haben Goldene Hochzeit oder sowas, ne? Und dann mag sie den Teppich nicht oder so. Ja, da musst du halt einen Teppich besorgen und das ist dann halt schwierig. Da musst du halt spielen, bis du diesen Teppich und so. Aber es hat einen Anreiz, ne? Geht halt um Anreiz. Geht es darum, dass irgendwie eine Story in so einem eigentlich nur Gameplay-Spiel drin ist. So, ne? So ein typisches Browser-Game ist das halt, ne? Und es ist, ja, mit Story. Aber im Wesentlichen ist es Gameplay. Manchmal reichen ja so einfache Elemente schon aus, um den Spieler am Spielen zu halten. Ja. Sowas wie irgendwie, ich möchte gern jemanden retten. Ja. Ich kann aber nur, wenn ich den Level durchspiele. Und dann, obwohl ich eigentlich vielleicht ohne die Geschichte aufgeben würde, mache ich jetzt weiter, weil die will ich wenigstens gerettet haben. Ne? Ja. Das heißt, das kann dann helfen, um den Spieler tatsächlich da durchzutragen bei einigen Spielen. Alma ist so ein Spiel. 4, ne? Also F-E-A-R, ne? Da hat man ab und zu mal so Storyfetzen. Aber der Rest ist irgendwie nur Gameplay, oder? Du spielst gegen Soldaten.
Also Hab ich so empfunden. damals ging es mir noch so, dass ich das super storylastig fand. Ja, für einen Shooter. Und heutzutage, rückblickend, ist es, da sind halt Spiele auf dem Markt, die viel mehr davon bieten. Noch, Ja. ne? Und darum ist das halt an der Stelle tatsächlich so, diese Shooter-Passagen, wo man irgendwie diese Soldaten plätten musste, die waren immer gut im Wechsel, sag ich jetzt mal so. Und dann kommt es drauf an, was für ein Spieler du bist, ne? Also ich lieb auch mehr diese Storylastige, aber manche Leute haben auch Spaß daran, irgendwie stundenlang irgendwie Soldaten zu plätten. Mal gucken, was haben wir denn da noch? Doom und Duke Nukem. No one steals our chicks and lives. Das ist die Story von Duke Nukem. Da kommen ein paar Außerirdische, die klauen unsere Frauen und wir... Er ballert die dann ins... Also, das ist die Story, ist doch geil, oder? Also ich muss ehrlich sagen, damals fand ich das total geil, als Doom 3 rauskam. Und das endlich in so einer schönen Rahmenhandlung irgendwie, du fandest ich fand diesen Bösewicht richtig fies und das war alles total gruselig gemacht und ich hab richtig Respekt gehabt vor dem Spiel damals. Willst du mir damit sagen, dass du zu intelligent bist für Shooter-Spiele, wo du nur geballert ist, oder was? Als für Duke Nukem. Jetzt habe ich aber... Also, das Gute an Duke Nukem, damals zumindest, war ja nicht die Story. Das war, dass es lustig war, ja, aufgrund der Plattengeschichte und des Charakters, ja. Weil, ich meine, Duke Nukem, ne? Der Name schon ist, Programm. Ich hätte das wahrscheinlich sogar gespielt, wenn es mir über den Weg gelaufen wäre, aber ich kannte das damals nicht. Ja, es hatte sehr hochwertiges Gameplay, ja. Das hat versucht, mit einer 2D-Ebene irgendwie eine 3D-Welt zu simulieren. Und das war ziemlich cool. Du hattest sogar ein Jetpack, konntest rumflattern und so, ja. Und das war schon sehr hochwertig. Deswegen hat es auch so lange gedauert, bis halt ein zweiter Teil rauskam. Weil man sehr anspruchsvoll war irgendwann. Und dann haben sie das Spiel dann irgendwann rausgebracht, ne? Und dann war es nicht unbedingt das, was die Menschen erwartet haben, weil Duke Nukem, das ist meine Meinung dazu, damals halt schon ein Trendsetter war, ne, was Gameplay angeht. Auf jeden Fall. Und das kann man nicht so 1:1 einfach nochmal kopieren. Das ist nicht so einfach. Ne? Also ohne es gespielt zu haben, ist es nicht so, dass Duke Nukem nicht sogar mehr Storyanteile hatte als Doom 3? Doom 3? Ja. Weiß ich nicht. Also es hatte auf jeden Fall immer so Themenparks, ne? Und du konntest halt irgendwelche Sachen machen, wie ins Kino gehen und den Film laufen lassen und so ein Zeug, ne? Weiß ich nicht, ob Doom jetzt weniger Story hat, weil ich glaube, da redet auch einer immer mit dir und so, ne? Da gibt's tatsächlich also ich sprechende würde mal Figuren. vermuten, dass Doom 3 mehr Story hat. Ganz stumpf. Also doch, ja. Du musst halt auch immer irgendwelche Zahlenkombinationen finden. Also es gibt doch so kleine Quests, die du da machen musst im Rahmen, ne? Aber das war bei Duke Nukem überhaupt nicht. Du hast einfach alles kaputt geschossen. Aber geiles Gameplay, wie du das gemacht hast. Es gab so einen Fahrstuhl, wie gesagt, es war immer 2D, ne? Und dann hast du halt irgendwie da eine Bombe reingeschmissen, den Fahrstuhl hochfahren lassen und oben wusstest du, sind die Freaks und die sind dann explodiert. Also das war schon nicht so trivial, das war schon cool gemacht, ne, für die damalige Zeit. Für mich war das eine Evolution. Also als damals Dead Space rauskam, habe ich das als die viel bessere Variante von Doom 3 empfunden. So etwas mit, du hattest einfach mehr kleine Sachen, die du finden konntest, Zettelchen oder Bilder mit kleinen Hinweisen und solche Sachen. Und sowas fand ich immer ziemlich gut. Das ging dann auch das wurde dann adventuriger mit diesen Elementen und das mag ich, gerade in Shootern. Und dann, irgendwie, wenn du jetzt guckst, irgendwie was Prey konnte, System Shock kannte ich damals nicht, Frevel, das hätte mir bestimmt auch gut gefallen. Dann habe ich bei Prey gedacht, das ist das Ganze irgendwie... Also das ist von 2017, ne? Prey, genau. Ja, das zweite. Das ist im Grunde genommen ja auch ein Shooter mit solchen Elementen und das dann auch noch ein bisschen open-worldiger. Du kannst du kannst im Grunde genommen frei irgendwo rumlaufen und Hinweise finden und solche Sachen. Das fand ich dann super gemacht, wie man sowas dann
richtig schön ins Gameplay einfließen lassen kann, diese Story-Inhalte. Zelda macht das immer sehr gut. Ne? Zelda hat ja auch weniger Story gehabt immer. Ne? Hat immer eine Grundgeschichte und so und hat dann immer so Level und so und dann musst du dahin und so. Aber hat sehr viel Gameplay gemacht immer. Ne? Also es hatte Geschichte auf jeden Fall, um Gottes Willen, ja. Aber es halt durch Gameplay bestach es immer. Ne? Das heißt, du bist durch die Welt gerannt und musstest dir deine Welt erspielen. Es gab dann so Grenzen, vor die du gegangen bist. Du wusstest, du kommst da nicht hoch oder so. Da musstest du warten, bis du irgendwie hochspringen konntest oder irgendwas, keine Ahnung, irgendwelche Türen aufmachen und so weiter. Das heißt, die Welt wurde immer größer für dich. Das ist so ein Grundprinzip, was bei Zelda immer so zugrunde lag. Und das gab es bei Prey auch. Und das ist cool. Ne? System Shock hat dieses Prinzip auch gehabt, so dass du immer deine Ebenen immer weiter erweiterst und ab und zu auch mal wieder zurück musst und hin und her und so. Das ist ziemlich cool, ja. Ja, Gameplay-Spiele, Knobelspiele, sowas wie Minesweeper oder hier die Passionsen legen, wie heißt das nochmal? Keine Ahnung. Kartenspiele halt, ne? Ich habe es vergessen, wie das Ding hieß. Das hat natürlich keine Story. Das sind reine Knobelspiele. Ne? Heute vermischt man die beiden Sachen miteinander, weil sowas wie Missile Command oder so dieses Abkackerspiel, wo die Atombomben kommen und du musst deine Städte irgendwie verteidigen, ja, da kackst du ab. Das ist halt so, ne? Ist nur die Frage, wie viele Punkte du noch sammelst, bis irgendwie, ne, du dann alle Städte verloren hast, so, ne? Das, oder Pac-Man. Ist auch so ein endloses Spiel. Was ist denn die Story hinter Pac-Man? Es gibt mittlerweile eine Serie, jetzt weiß ich, wer Pac-Man ist, aber damals, was war denn die Story hinter Pac-Man, ne? Ja, vielleicht hätte ich es mir durchlesen sollen. Oder ich hätte mir vielleicht auch Doom-Bücher durchlesen sollen. Da hätte ich auch ein bisschen mehr Verstand von der Story von Doom, ne? Sag mal nix, Hoshi hat die Bücher gelesen, die sind cool. Echt? Hat er gesagt. Also die Geschichte, die war halt damals auch super platt, ne? Aber sie war da und sie war cool erzählt. Das fand ich super. Ja. Ich finde, die Grafik war total super. Ja. Und dann hebt das eine auf. Das ist auch oft eine Frage von Erwartungen, ne? Das heißt, wenn ich nicht erwarte, dass da großartig Story kommt, dann macht es auch gar nichts aus, wenn ich mich sehr viel mit dem Gameplay beschäftige. Aber wenn ich erwarte, dass das Ding mir eine Geschichte erzählt und das erzählt dann keiner, bin ich enttäuscht. Also einigen wir uns drauf, es gibt Spiele, die haben ein bisschen mehr Story und ein bisschen weniger, aber so reine Storylose oder Knobellose, also ohne Gameplay gibt's eigentlich nicht. Ich habe jetzt noch mal ein paar aufgeschrieben, wo irgendwie die Story im Vordergrund steht. Bard's Tale damals, ne, das mit dem Text-Adventure, die Telltale-Spiele an sich, ne, diese Story-Spiele, ne, die man spielen kann, ist auch Gameplay drin, aber dann halt weniger. Tale heißt ja auch Geschichte. Diese ganzen Walking-Simulatoren, die es gibt, die sind eigentlich eher Story, ne? Sowas wie Vanishing of Ethan Carter, da rennst du primär in eine Gegend rum und guckst dir Sachen an und lässt dir die Geschichte erzählen, so, ne? Und eine war irgendwie Everybody's Gone to Rapture oder so, da rennst du eigentlich nur durch und guckst dir an, was da passiert ist und versuchst halt irgendwie im Kopf dir zu erklären, was da passiert sein könnte, so. Das ist eine reine Geschichte eigentlich, ne? Du rennst da durch und guckst dir an. Sightseeing-Tour ist das, ne? Es gibt auch so eine Horrorspielreihe. Die ist gemacht wie so ein Film. Du kannst Entscheidungen treffen. Das geht auch so ein bisschen in die Telltale-Richtung, aber es ist wirklich sehr, sehr filmlastig irgendwie. Das Ganze im anderen Extrem, ne? Also wo du im Grunde genommen tatsächlich so wie so eine Art Film vor dir hast, habe ich jetzt auch öfter gesehen. Und dann im Grunde genommen zur rechten Zeit klicken darfst, was dann, ne? Und passieren soll, ja. Ja, manchmal mischen sie es noch ein bisschen, dass du auch mal ab und zu die Figur selber lenken darfst, ne? Aber eigentlich guckst du dir den interaktiven Film an. Das ist schon auch erlaubt, ne? Und wenn es auch genau das ist, was der Spieler möchte, dann kann man da eine super Geschichte erzählen. Tja, jetzt haben wir viel darüber geredet. Wie machen wir das denn? Ja. Kommen wir wieder Richtung Masochismus. Ja. Wir machen irgendwie alles und werden auch für alles sofort bewertet, geaxtet und geschoben und ihr macht das doch so und so und guck mal hier, da ist zu viel von diesem und zu wenig von jenem und da habt ihr jetzt irgendwie, also das ist schwierig. Es ist schwierig, weil es halt sehr viele unterschiedliche Menschen gibt, die unterschiedliche Spiele mögen. Und jemand, der zu uns kommt, da wissen wir immer nicht genau, wer ist das. Na? Die Kunst ist auch so ein bisschen dem Spieler an der Stelle die Freiheit zu lassen, wovon möchte ich denn gerne mehr spielen, und das Spiel kann das dann auch. Also im Grunde genommen gibt es einen sehr hohen Storyanteil, also einmal in der Hintergrundgeschichte, aber auch in Quests, Dialogen und Figuren, denen man begegnet, aber auch vielleicht irgendwie in Lore, die im Spiel verteilt ist.
Und dann natürlich auch viel unterschiedliches Gameplay, vom Exploren bis zum Kampf. Und wenn ich mich entscheiden kann, wie ich eine Situation jetzt löse, ob ich mich, sagen wir mal, zum Beispiel dran vorbeischleiche oder draufhau, mich durchmetzel oder lieber durchfrage und ein bisschen kann ich das Pacing mitbestimmen als Spieler, dann ist das immer ganz gut, weil ich dann nicht gezwungen werde, jetzt an der Stelle gerade etwas zu machen, worauf ich vielleicht gerade gar keinen Bock habe. Ne? Vielleicht möchte ich lieber durch die Gegend laufen und Blümchen pflücken jetzt noch eine Weile und dann kann ich das auch, solange bis ich irgendwie das Gefühl habe, aha, ich muss jetzt wieder etwas anderes machen und es ist abwechslungsreich genug, als dass es mich auch an der Stelle so ein bisschen durch das Spiel trägt. Ne? Also wir wollen alles. Und wir finden es gleichermaßen wichtig. Hast du eine Community-Frage? Ganz bestimmt. Ja. Okay, das schiebe ich mal zwischen, weil sonst schiebe ich das immer von Folge zu Folge, sowas. weil es eigentlich gar nicht reinpasst, aber ich wollte es trotzdem beantworten. Da fragt jemand nach dem Augenlasern. Oh, Wie? da bin ich raus. Also, da ist jemand neugierig geworden, weil ich das mal erwähnt hatte, irgendwann vor ein paar Folgen. Wie lief es ab? Brauchst du keine Sehhilfen mehr? Mit wie vielen Jahren wurdest du gelasert? Bis wann kann man sowas machen? Also, das kommt ganz darauf an. Ich versuche es kurz zu machen. Ich bin das erste Mal gelasert worden, als meine Augen ausgewachsen waren. Da war ich knapp über 20. Vorher machen die das nicht, weil das Auge noch wächst und sich damit stärker verändert. Auch danach verändert sich das Auge in der Regel weiter. Wie stark hängt davon ab, was für eine Fehlsichtigkeit man hat. Ich bin stark kurzsichtig gewesen. Und habe deswegen zweimal meine Augen lasern lassen. Das ging gut, weil meine Hornhaut dick genug war, als dass man da einfach irgendwie ein bisschen was wegmachen kann und dann sehe ich auf einmal gut. So wird's dann auch gemacht. Tat nicht weh, geht super schnell, würde ich jederzeit wieder machen. Und ob man das machen kann mit so einer Fehlsichtigkeit, hängt davon ab, wie dick die Hornhaut ist. Oder ob man noch andere Fehlsichtigkeiten hat. Das beantwortet auch die Frage, wie lange kann man sowas machen? Naja, wenn du irgendwann eine andere Erkrankung dazu bekommst, zum Beispiel sowas wie einen grünen Star oder sowas oder einen grauen oder irgendwelche anderen Arten von Altersfehlsichtigkeiten, dann kann es sein, dass es schwieriger wird und irgendwann ist Schicht im Schacht. Das kann dir aber nur der Arzt beantworten. Ich würde sagen, die Methoden sind heutzutage so super, dass man sich da wenig Gedanken machen muss. Ich fand's immer toll und die neuesten machen nicht mal mehr das Auge kaputt, die hobeln tatsächlich nur, also mit dem Laser, ne, nicht mit irgendwas, ne, Gegenständlichem, sondern du guckst einfach geradeaus, guckst in so ein rotes Licht, der Laser macht bzzzt, das dauert ungefähr 1 Minute und dann bist du fertig. Und dann dauert das nochmal so 2-3 Wochen, bis das ausgeheilt ist und erst dann ist ist das Ergebnis auch ganz klar sichtbar. Und ich finde das super. Ich finde das super, dass das geht, ich finde das super, dass es so einfach ist, dass das nicht wehtut und ich würde das jederzeit wieder machen. Okay, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn es heißt Piranha Becken TV. Mann, da haust du mal einen raus, du. Echt, da wird mir ganz anders. Ich finde das super, ich brauche keine Brille mehr. Ja, super.